Ich bin ja für das Anwaltsteam zuständig bei der Lean Business und möchte ein bisschen erzählen, was sind so die aktuellen Entwicklungen und Tendenzen. Digitalisierung. Ich habe 2 Mitstreiter mitgebracht. Ich möchte auch zuerst, Sie sehen das Programm, ein kleines Interview machen. Ich finde es immer spannend, wenn man Kunden reden hört und nicht ein Wertec-Mensch, der die ganze Zeit erzählt. Aber ich werde dann nachher auch erzählen, also wir machen noch eine kleine Präsentation von coolen, hoffentlich coolen Features. Ich stelle vor Jan Berger, Wenger Wierli, CEO, Office Manager, Entschuldigung, bei Wenger Wierli, seit über 20 Jahren bei Wenger Wierli. Und wir stecken bei Wenger Wierli jetzt in der Schlussphase der Einführung. Also wir sind in dieser Phase. Und du bist der Projektleiter dort. Adrian Rufer von Rufener Recht und IT, Jurist, Richter. Da hat man immer so Respekt, wenn man Richter wird. Ja. Ehemaliger Richter, früher mal Bracci, dann Amparo, jetzt ging immer runter eigentlich. Oder? Ja, genau. Immer kleiner. Auf dem absteigenden Netz. Das hast du jetzt gesagt. Oder? Und Adrian Rufer ist ein langjähriger Wertekunde, Kenner. Und du machst eben auch, du vermittelst dein Know-how auch an andere Kanzleien, deshalb das Recht und IT. Gut, ich würde ein kleines Interview machen und ich würde da, also das Ziel ist, wir wollen ein bisschen Erfahrung transportieren. Jan, bei dir fangen wir an. Wir stecken jetzt in der Schlussphase von dieser Einführung. Ihr kommt von SAP, nicht ganz typisch in der Anwaltsbranche. Zum Glück, aber die habe ich nicht gesagt. Und ja, das ist ein Change Management, das ist Kultur, die sich verändert, recht viel, die da passiert. Was würdest du einer anderen Kanzlei mit auf den Weg gehen als Erfahrung, wenn man ein Wertec-Projekt, das muss nicht unbedingt eine Einführung sein, so ein großes Projekt macht? Also es ist generell so, dass das, was ich jetzt hier darüber erzählen kann, in vielen IT-Projekten wahrscheinlich Standard ist. Also einerseits kann ich ans Herz legen, die Umsysteme genau zu analysieren, zu schauen, okay, wo hat man Schnittstellen, wo gibt es Datenaustausch, Outlook, DMS, Buchhaltungsprogramme, eventuell auch ein HR-Programm, das man anbinden muss. Braucht es Schnittstellen oder kann man das irgendwie anders lösen? Wenn es Schnittstellen braucht, kann man die im Standard übernehmen oder braucht es spezielle Anpassungen dazu? Wenn ja, hat man alle notwendigen Ressourcen bereit bei den Drittdienstleistern auch? Also ist dort Know-how vorhanden, haben die auch Zeit, das dann wirklich in der heißen Phase des Projektes dann auch umzusetzen? Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Dann ein Vorredner hat das bereits erwähnt, ganz zentral ist, die eigenen Prozesse zu hinterfragen. Will man die Software den Prozessen, die man bereits hat, anpassen oder nimmt man die Software und schaut dann, hey, machen wir das überhaupt so, wie wir das machen, schlau oder könnte man das noch irgendwie anders bewerkstelligen? Zum Beispiel der ganze Fakturierungsprozess, soll man das zentral machen oder dezentral, dass man das wirklich hinterfragt und sich dann selber dann auch sicher ist, dass man es richtig macht. Dann ein riesiges Thema, bei uns zumindest, ich hoffe, wenn jemand ein Projekt anpackt, ist das nicht so zentral wie bei uns, ist die Datenmigration. Wir kommen aus dem SAP, also Urs, der jammert immer. Tausende von komplizierten Datenbanken, ich habe keine Ahnung, aber er macht das. Also Chapeau, wirklich gut. Also da sollte man sich gut damit auseinandersetzen und das nicht unterschätzen, das Thema ist sehr zentral. Und dann natürlich last but not least die interne Kommunikation. Man muss das Projekt transportieren, man muss die Vorteile der neuen Software hervorheben. Das ist bei uns nicht so besonders schwierig, weil wir wechseln von einem alten, schwerfälligen SAP zu einem, ich freue mich schon darauf, wirklich top Wertec. Und da geht es darum, die User mitzuziehen, denen Freude zu vermitteln und zu sagen, hey, wir packen das an und das gibt eine tolle Sache. Danke, du bist ja sehr intensiv im Projekt, also die ganzen Workshops, Anwendungen, das Testen und das
jetzt das zu Boden bringen, wie wir aus Schweizerdeutsch sagen, auf Hochdeutsch das abschließen von dem ganzen Zeug. Und was ist so deine persönliche Erfahrung oder eben dieses zu Boden bringen? Also bei uns im Projekt hat sich sehr bewährt, dass sich das Projektteam gemeinsam trifft, zum Beispiel in einem Meetingraum, und dann das Testing von wichtigen Lieferobjekten oder Abläufen direkt im Team macht. Und nicht jeder im stillen Kämmerlein testet und sich das Zeug anschaut, weil dann kommen weniger Fragen auf. Und wenn alle gemeinsam sind, dann kann man kommen mit viel mehr Fragen, hinterfragt man die Prozesse, ist das so sinnvoll, könnte man bei dieser Maske nicht noch irgendein Feld anpassen. Es bringt einfach eine viel größere Dynamik rein. Und das machen wir jetzt. Und nächsten Monat sind wir auch damit beschäftigt. Das ist so, ja. Dankeschön. Eine letzte Frage ist nicht direkt eine Wertefrage, aber ich finde die noch interessant. Oder ihr setzt ja iManage ein, wir selber vertreiben M-Files. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass dieses Thema Vertex zwar komplexer ist, aber die Akzeptanz bei den Usern schwieriger zu erreichen ist im DMS. Das DMS steht für Dokumentenmanagementsystem, wo man dann Dokumente versorgt, sage ich jetzt mal. Wie siehst du diesen Punkt? Also, ich denke, dass beim DMS die User mehr Berührungspunkte haben. Also Anwältinnen und Anwälte, die arbeiten täglich mit ihren Dokumenten und das ist auch zeitkritisch. Also wenn ein Klient am Telefon ist, und das kannst du sicher auch bestätigen, man ein Dokument sucht, dann muss das schnell gehen. Aber die Leistung erfassen, die man in einem Vertex macht, das kann man auch nach dem Anruf noch machen. Also ich denke, darum sind die Anforderungen und die Ansprüche von Anwältinnen und Anwälten an ein DMS halt höher, weil es schneller gehen muss. Und insbesondere bei uns hatte die Suche einerseits Probleme gemacht. Also viele Leute haben sich schwer getan, dann beim Wechsel vom klassischen Explorer eigentlich hin zum einem neuen DMS sich dann zurechtzufinden. Aha, so eben nicht mehr den Explorer zu haben, sondern ja, genau, richtig. Also, Arbeiten die Daten sind komplett anders strukturiert. Ja. Viele Leute haben unsere IT dann gefragt, ja, aber wo sehe ich jetzt den Baum und so? Und es gibt schon Workarounds und alles. Naja. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, wir machen ja gerade morgen weiter mit dem Testen. Genau. Genau. Adrian, wenn ich dich fragen dürfte, du bist ja langjähriger Vertex-Kenner. Wie setzt ihr Vertex ein? Was macht ihr damit? Ja, bei Amparo eine Vorbemerkung. Bei Amparo war das im Projektmanagement relativ einfach. Ich war die Projektleitung auf Seiten der Kanzlei und alleine im Projektteam. Und dann braucht man einfach 6 Monate Durchhaltewillen, dass man nichts am Standard ändert. Und dann erledigen sich 99% der Probleme. Und dann ist man schlank unterwegs. Aber das ist so, glauben Sie mir das, weil Anwälte haben immer recht, das steht ja in der Berufsbezeichnung. Die haben recht. Ja. Gut, aber wie nutze ich Vertex? Also so eigentlich wie bei Amparo. Vertex primär für die zentrale Datenerfassung, Dokumentenerstellung im M-Files, damit wir auch gesetzeskonform archivieren können. Dann zur Erstellung von Rechtsschriften mit Beilagen, das haben wir Octojury im Einsatz, ein bisschen kostengünstiger wie iManage und auch schnell. Topal bei der Buchhaltung und jetzt habe ich Teams im Einsatz. Bei Amparo hatten wir 3CX im Einsatz. Mit Anruferkennung, Hörer abnehmen, steht alles bereits im Mail drin, was man auch noch braucht. Und jetzt selbstverständlich natürlich Vertex im Cloud-Abo. Die Daten sind irgendwo ein bisschen zerstreut. Vertex im Cloud-Abo, M-Files habe ich bei Simplify, ja. Topal habe ich beim Buchhalter und das funktioniert alles problemlos. Dankeschön. Und dann noch zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bei Amparo haben wir das über Entra-ID von Microsoft gelöst, weil dort stehen die Server in der Azure Cloud. Super, danke. Wo stiftet Vertex für dich oder für euch am meisten Nutzen? Am meisten Nutzen stiftet es für mich, weil es einfach und übersichtlich ist. Wirklich ganz einfach. Und alle Daten werden immer gespeichert. Auch ein unvollständiger Datensatz wird gespeichert. Und lieber einen unvollständigen Datensatz als keinen. Ein unvollständiger Datensatz kann man korrigieren. Einer, der nicht vorhanden ist, den gibt es nicht mehr. So einfach ist das.
Und vor allem in der Datenpflege, oder? Man bemüht sich ja, dass man den Leuten erklärt, wie man gewisse Dinge erfasst. Und dass man das standardisiert erfasst und dass das auch standardisiert gehen sollte. Und man ist immer wieder erstaunt, was man auch noch machen kann. Und da helfen natürlich die Auswertungen von Vertex sehr stark, auch die Excel-Auswertung, da ist man schnell im Filtern, man merkt sofort, da ist wieder irgendeine Postleitzahl falsch drin oder was auch immer. Also das hilft sehr stark und vor allem auch in einer Migration hilft das, weil ja, Daten werden migriert und möglicherweise kommt da nicht alles genauso daher, wie man will. Also vor allem beim ersten Mal nach 20 Jahren Vinjur in Vertex. Uiui. Und ja, genau, uiuiui. Das ist tatsächlich so, uiuiui. Also wer weiß, wie die Adressdarstellung in Vinjur war, der weiß, was uiuiui heißt. Genau. Nein, es ist okay. Dankeschön. Ja. Letzte Frage ist meine Lieblingsfrage. Wo begeistert dich Vertex? Und ich möchte das hier, wir sind ja unter uns im kleinen Team, ich muss schon sagen, Vertex ist einfach ein geiles Ding, ein geiles Tool. Oder? Aber bitteschön, Adrian. Es hat zwei Dinge. Einerseits Anpassungen sehr schnell und sehr einfach, unkompliziert. Das Zweite, weil wir M-Files im Einsatz haben, ging es nur darum, wie kriege ich die Anwälte dazu, alles dort zu tun, wo sie sicher landen. Das ist in der Leistungserfassung. Bei Amparo ist es so und bei mir auch, Leistungserfassung, rechte Maustaste. Ich telefoniere, zugeordnete Adressen werden geöffnet, Klient wird geöffnet, Aktivität wird erfasst. Alles dort. Das kriegen Sie sogar in ein Anwaltshirn rein. Weil bei der Leistungserfassung ist er todsicher. Mit dem verdient er Geld. Und das ist alles machbar, ohne große Probleme. Also am selben Ort, möglichst am selben Ort, das ganze Zeug zu bedienen. Ja, super. Dankeschön, vielen Dank für die Interviews. Gut. Ich würde noch kurz, wir haben, glaube ich, zeitlich ziemlich überschritten, ich versuche das kurz zu machen, noch ein bisschen Software zeigen, eben Digitalisierung. Für mich Digitalisierung ist das klassische Beispiel ist dieses Rechnungsprozessthema. Oder man kennt das von früher, man hat diese Fakturavorschläge gedruckt, 3000 Seiten, hat die an die Partner verteilt, die haben da was draufgeschrieben, dann es ging zurück an die Assistenz, die konnte es nicht lesen und so weiter und so fort. Und das versuchen wir nicht. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Wie kriegen wir das in die Software rein? Ich habe da ein Beispiel dabei, das mir sehr gut gefällt. Ja, wie könnte so ein Prozess aussehen? Und es gibt noch einen anderen Aspekt. Oder ich hatte vor ein paar Jahren eine Einführung einer größeren Kanzlei und da war ein junger Partner dabei und der hat gesagt, ja, aber ich will ja auch selber die Rechnung einfach machen können. Oder wenn ich das will, ich muss nicht diesen schwerfälligen Weg gehen. Und dieser Prozess soll auch das gehen. Rechnung machen, bumm, zack, versenden, 1 Minute Aufwand. Das soll sehr flexibel, sehr einfach gehen. Gut, also ich zeige jetzt schnell Software. Ich versuche schnell Software zu zeigen. Okay, hier haben wir so eine Datenbank und wir sind jetzt hier in der Rolle des Administrators, der Administration und die macht jetzt Rechnungen. Der erste Schritt, der hier passiert, also wir sind Anfang Monat, wir machen hier Rechnungen, die Administration oder die Assistentin oder Assistent betreut bestimmte Anwälte und ich habe hier in der Administration eine Liste der Mandate mit offenen Leistungen. Das ist aufgelaufen, man sieht, man kann noch filtern nach Mandatsleiter, also die Partner, die ich betreue. Ich habe hier sparsam Daten erfasst, wie man sieht, ich hoffe, das ist okay so. Gut, ich mache jetzt hier mal eine Rechnung, immer noch als Assistentin. Ich mache jetzt eben diesen Fakturavorschlag, der digital vollständig in der Software passiert. Ich gehe auf das Mandat, schaue das vielleicht noch an, vielleicht korrigiere ich Rechtschreibfehler, müssen wir ja bald nicht mehr, haben wir gehört, und mache als erstes eine Rechnung. Und diese Rechnung, normale Standardwerterechnung, das ist unser Fakturavorschlag. Das wird nachher digital weiterverarbeitet. Und der Prozess ist so abgebildet, das soll sehr einfach sein, man sieht das hier auf der rechten Seite. Ich mache jetzt diesen Vorschlag, ich gebe es als nächsten Schritt, gebe es dem Partner weiter. Ich wähle hier einen Zuständigen und bitte prüfen. Ja. Erster Schritt, die Assistenz macht das parat. Und man sieht hier übrigens dieses Bearbeitungslog, das werden wir nachher auch noch sehen. Ich finde das ziemlich cool, es wird geloggt, was passiert, es ist nachvollziehbar. Also wir wollen nicht alles über Berechtigungen steuern, sondern eher ein offenes System, aber es wird geloggt und die Datenqualität ist meistens dann auch besser. Ich logge mich jetzt ein als Partner. Das ist der PA.
Und da sieht man, hier mit den coolen Notifications, die wir neu haben, der kriegt jetzt eine Meldung. Ja, ich muss etwas tun. Der kann diese Rechnung prüfen, kann die aufmachen. Er hat aber auch Infrastruktur dazu. Man hat dann immer eine Liste, jetzt hier die Rechnung zur eigenen Bearbeitung. Ich will als Partner, schaue die an und habe die genau gleiche Sicht wie vorher. Kann da die Leistungen prüfen, kann Anpassungen machen, wie man das kennt von Vertec. Könnte auch da Ping-Pong machen mit der Assistentin, da mit Zuständigkeit wechseln hin und her. Ich spare mir das, ich glaube, das ist auch klar. Also dieser Prozess von diesem Hin und Her kann dann hier so, man muss nicht das Telefon in die Hand nehmen. Ich gebe die jetzt einfach mal frei. Ich gebe hier auf freigegeben, sage, ja, ist okay, ist gut, ich bin damit einverstanden, die kann weiter verarbeitet werden. Dann geht es weiter, ich logge mich ein, wieder mit der Assistenz. Und da geht der Prozess nachher weiter. Wir haben hier wieder ähnliche Ordner. Wir haben hier die Rechnungen zum Versand. Oder das sind die Rechnungen, die der Partner abgeschlossen hat, die kann man verschicken. Und da geht es sehr einfach weiter. Ich kann die dann verrechnen. Die Rechnung verrechnen. Ich kann die dann hier ein Mausklick, oder? Ja, mein Outlook ist nicht auf. Okay, gut. Man sieht es, ja, super, okay, hat geklappt. Kriegt das Mail und das ist ja heute, verschickt man das immer mehr. Per Mail ist alles fix fertig, die Rechnung ist beigelegt, ich kann die gleich verschicken. Was wir dann aber noch wollen am Schluss, ups, war das jetzt mein Ton hier? Wir wollen hier noch eine Deklaration haben, dass die Assistentin dann sagt, ja, ich habe es wirklich, also jemand muss die Verantwortung dafür übernehmen, wir haben es dann wirklich verschickt. Das Ganze, was ich jetzt hier gemacht habe, man sieht, dass hier wird auch geloggt und wird entsprechend aufgenommen. Die Rechnung geht dann weiter, es geht dann in die Buchhaltung, ins Finanzteam, dort wird sie dann schlussendlich gebucht. Und mir gefällt die Umsetzung noch gut, ist sehr einfach, wir haben den Prozess digitalisiert, man braucht kein Papier mehr. Man sieht es doch, diese Preview, also man kann immer noch Papier generieren. Bestimmte Anwälte möchten das und da kann man immer noch draufschreiben, das geht auch, also auch diese können wir bedienen, wenn wir das wollen. Gut, ich finde das ein schönes Beispiel, wie wir diese Faktura-Vorschläge loswerden. Ich habe ein zweites Beispiel mitgebracht, das ist vielleicht nicht für alle so interessant, aber wir haben zunehmend Notariate, die wir bedienen. Und in der Schweiz sind wir relativ frei von diesen Gebühren oder von Verordnungen. Es gibt ein paar Ausnahmen und dazu gehört das Notariat. Und das war immer so die Frage, wie kriegt man das dann in die Software rein? Ich habe da was vorbereitet. Das, was ihr hier seht, das ist die Gebührenverordnung Kanton Bern. In der Schweiz hat jeder Kanton das eigenständig, hat selber solche Verordnungen. Und man sieht hier, also es ist schon ziemlich heftig, oder man sieht, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, Artikel 13, da gibt es irgendeinen Anhang, der damit das berechnet, dann gibt es hier Artikel 14, wo man dann nach Aufwand, gebotener Zeitaufwand, aber mindestens 500 Franken und das ganze Ding will man irgendwie die Software reinkriegen. Wir wollen aber weiterhin Leistungen erfassen. Bei der Umsetzung hier war uns sehr wichtig, dass der Notar einfach normal arbeiten kann, wie sonst auch die Anwälte. Leistungen erfassen und die Komplexität kommt erst rein, wenn wir am Schluss die Rechnung machen. Ich zeige das sehr kurz. Ich habe da schon was vorbereitet, damit wir nicht alles erfassen müssen. Da gibt es so ein Notarmandat. Man sieht das hier. Das ist ein ganz normales Mandat, ist nichts anderes. Es wird einfach zu diesem Notariatsding, in dem hier der Mandatstyp geändert wird. Und dann hat hier der Notar oder die Mitarbeiter, die hier arbeiten, haben Leistungen erfasst. Ich mache das mal groß. Und ganz normale Leistungen. Man sieht hier aber auch die Zuordnung zur Gebühren, zur Verordnung kommt hier über diese Tätigkeit. Also die Tätigkeit weiß, wo sie reingehört. Was macht der Notar? Und das Ganze wird dann überführt in sogenannte Geschäftsfälle, damit wir auch verschiedene Liegenschaften zum Beispiel abbilden können. Bemessungsgrundlage und so weiter kommt da rein, aber vor allem diese Tabelle hier, die sieht schlimm aus, ich weiß, das kommt jetzt hier, das ist die Verordnung in der Software drin. Das heißt, Vertec weiß, was ist aufgelaufen über die Zuordnung und Tätigkeiten. Oder wir haben hier dieser Anhang, das ist nicht verhandelbar, das muss so gemacht werden. Wir haben hier aber Leistungen, die aufgelaufen sind, 847,60 Franken. Da kann ich noch hingehen und sagen, nein, ich möchte dann 900 Franken. Hier sind wir sogar unter diesem Minimum mit diesem Artikel. Vertec rechnet das dann hoch auf die 200 Franken. Also Leistungen erfassen, Vertec weiß nachher, was damit gemacht werden muss, damit eine korrekte Rechnung gemacht werden kann. Das möchte ich hier schnell kurz zeigen. Haben wir Notare hier übrigens. Wer ist im Notariatsbereich tätig?
Ja, danke schön. Doch, ein paar. Ich mache nicht mehr lang, ich verspreche es. Wir machen dann eine Rechnung. Dann wird eine Notariatsrechnung gemacht, ja, wollen wir mitverrechnen. Das ist eine ganz normale Rechnung, aber wenn wir das dann drucken, dann kommt eine Notariatsrechnung raus über diese Tabelle, die wir vorgesehen haben. Und jetzt seht ihr das, oder? Das ist eine Kanton Bern, jeder Kanton hat ein bisschen eigene Vorschriften mit Rechtsmittelbelehrung und dem ganzen Zeug, ist eine normale Rechnung. Also wir haben eine einfache Leistungserfassung, die Komplexität kommt dann rein beim Rechnungsstellen. Gut, ich habe noch ein letztes kleines Beispiel. Neben dem coolen BI, das wir jetzt gesehen haben natürlich, oder wir kennen das von früher, oder wenn wir Auswertung gemacht haben, da hat man immer irgendwelche Excel-Reports gebaut. Das war immer cool, für die Entwickler riesen Dinger gebaut, sehr viel Code geschrieben und das will man eigentlich nicht mehr machen, das will man loswerden. Und wir haben einmal was Einfaches überlegt, eben neben dem BI, das Ziel ist, dass man die Listen in der Software drin hat. Und ich möchte das einfach mal zeigen, wie das aussieht. Das ist sehr performant, weil es wird über Nacht berechnet. Das sind vorberechnete Zahlen und man hat dann hier so Auswertungen. Man sieht hier die klassischen, die Mandatsauswertung. Ich muss ein bisschen zurück im Jahr. Und man hat dann dieses Zahlengrab. Ich finde diese Balken noch cool. Die gefallen mir sehr gut, so ein bisschen Pseudografik. Und man hat diese Zahlen da drin eben in Vertex, in Listen. Man kann das doppelklicken, man kann das anschauen, wo kommen die Zahlen her. Kriegt dann so Listen, so Auswertungen. Man kann die sehr einfach anpassen. Ich habe das intern bei uns im Team vermarktet als Auswertung innerhalb einer Stunde erstellt. Stimmt nicht ganz. Und man sieht hier zum Beispiel ein Beispiel, das ist gerade eben diese Mandate nach Mandatsleiter historisiert. Man hat dann eine Gruppierung und wir haben jetzt auch zunehmend Umsetzungen, wo wir Akquisitionsauswertung, diese Akquisitionsthematik oder Bonusverteilungsthematik da reinnehmen, diese Kennzahlen. Gut, ich gehe weiter. Ich bin fertig mit der Demo. Ich möchte noch 2, 3 eben Digitalisierung, was sind so die Bereiche, die man jetzt antrifft, auf Folien zeigen, auf Folien. Oder hier das Justitia 4.0-Thema. Da ist die Ute, die schon angesprochen worden ist da kompetent von der Vertex. Da gibt es ein nicht mehr Config-Set. Genau, Zusatzfunktion, danke. Oh Mist, jetzt musste mir der noch passieren heute. Genau, da gibt es eine Zusatzfunktion dafür, dass man dieses Justitia 4.0 ins Vertex reinkriegt, wo wir dann Dokumente über diese Plattform zum Endempfänger weiterleiten können und in einer weiteren Version dann auch die auch empfangen können. Das wird sicher eine ganz wichtige Zusatzfunktion sein, die jetzt da kommt, was immer noch ein bisschen Fragen gibt, wie man es dann genau anwenden muss, aber das ist sicher ein wichtiger Bereich. Und was ich hier noch als weiteres Beispiel einfach auf Folien zeigen möchte, die Anwälte, eine wichtige Thematik ist diese Fristen. Für einen Anwalt ist es verheerend, wenn eine Frist vergessen geht, oder? Und da ist ja eigentlich die Auslegeordnung, dass man das Ganze in 2 Systemen speichern will. Vertex ist das eine, oder man hat es auf dem Mandat, man kann damit arbeiten, aber es braucht noch ein zweites System. Und wir haben den Weg da genommen, den ich da jetzt gerade zeige. Aber das ist mal so eine Frist, das ist eine normale Vertex-Standardaktivität, die wir ein bisschen, der Urs Behli würde jetzt sagen, reduced to the max, runtergefahren haben auf die hauptsächlichen Funktionen. Und auch, man sieht hier auch auf der rechten Seite wieder dieses Log, es wird geloggt, was da passiert. Und der wichtige Teil hier, es gibt dann eine Schnittstelle, wo wir die übertragen ins Outlook. Wir haben uns für den Kalender entschieden, cloudfähig, und wir werden es dann so machen, dass wenn das passiert, wird die Frist in Vertex geloggt, wird die geschützt. Gut, ich bin fertig. Ich bin ein bisschen durchgejufelt, weil wir nicht ein bisschen mehr Zeit für die Interviews gebraucht haben. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Komplimente? Also das größte Kompliment tatsächlich, er sagt ja, es ist eine geile Software und tatsächlich, du kannst ja auch damit umgehen. Gibt es Fragen?
Hey, super, also keine Fragen, du hast alles erschlagen. Was mir aufgefallen ist, Adrian Rufener, wenn ich mal einen Verkäufer brauche, ich nehme dich gern. Und das Zweite, ich möchte noch Nora Seiler vorstellen, du wurdest genannt als Octojur, vielleicht kannst du kurz aufstehen, das ist Octojur. Also wenn ihr was braucht, so für Verfassen von Rechtsschriften, das ist Octojur. Auch noch ein Octojur. Super, herzlich willkommen.